Nach dem Höhentraining sollte man sich unbedingt um seine Regenerationsphase kümmern. Das heißt, auf der einen Seite natürlich den Ansatz belasten, die Muskulatur stärken bzw. belasten durch das Training. Auf der anderen Seite muss man sich aber danach auch kümmern, dass wieder Lockerheit einkehrt. Damit beschäftigen wir uns heute kurz und knapp. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Leikam Trompetentraining. Du hast deinen Ansatz mit dem Höhentraining belastet. Ganz egal mit welchen Übungen, auf welchem individuellen Level auch immer, deine Muskulatur wird natürlich müde. Das heißt, der Muskel resigniert irgendwann bzw. hat einfach keine Kraft mehr. Wichtig hierfür ist erstmal die Lockerheit zu holen über den Muskel lockern, damit er eben gut durchblutet wird. Der wird dann dementsprechend natürlich mit Sauerstoff etc. versorgt, damit eben die Regeneration eintreten kann. Wie beim Sport letztendlich auch. Wir gehen jetzt in die tiefe Lage, das heißt wir spielen chromatisch von C1 bis zum kleinen Fis nach unten und wieder zurück. Wichtig ist, Mezzo Piano ist unsere Lautstärke, wir atmen ein und lassen die Luft ganz weich locker fließen. Klang etc. stehen jetzt nicht im Vordergrund. Jetzt geht es nur darum, dass wir unsere Muskulatur locker bekommen. Mittellage, tiefe Lage, das ist genau der Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen. Ich mache das gerne eben mit halben oder mit ganzen Noten, also diese langen, ausgehaltenen Töne, immer in dieser Lautstärke, wie gerade eben schon erwähnt, damit man einfach mal wieder die Lippe in einem anderen Frequenzbereich bewegt, die Muskulatur nicht so stark belastet, wie es eben oben in der 3 gestrichenen Oktave, F, Fis, Gs und so weiter und so fort der Fall ist. Unten locker und weich spielen. Manche Trompetenlehrer empfehlen, danach einfach nichts mehr zu tun. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich danach um die Lockerheit aktiv kümmere, das heißt genau diese Übungen mache, dann habe ich insgesamt ein besseres Gefühl und kann mich heute Nachmittag auch zu einer dritten Übeeinheit aufmachen und habe das Gefühl, dass ich noch frisch bin. Sobald ich abbreche nach dem Höhentraining, das heißt meine Trompete weglege und eben die Lippen nicht mehr belaste bzw. mich nicht aktiv um diese Lockerung kümmere, dann habe ich das Gefühl, dass meine Lippe bei einer dritten Übeeinheit noch nicht dieses weiche Gefühl hat. Es ist noch ein bisschen fest, ich bin auch nicht flexibel bzw. merke, dass ich irgendwie gehandicapt bin. Deswegen kümmere ich mich immer aktiv um meine Lockerheit. Wir gehen jetzt von G1 zum C1 nach unten, auch wieder chromatisch. Der Weg zurück darf natürlich auch nicht fehlen. Also Mezzo forte maximal, eher Mezzo Piano gespielt, damit eben die Lippe, die Muskulatur nicht noch zusätzlich belastet wird. Das ist immer ganz wichtig, dass wir uns da eben um dieses gute Spielgefühl kümmern und dementsprechend natürlich auch diese Lockerheit fordern von unserer Lippe. Und jetzt gehen wir noch einmal komplett über die Oktave, das heißt wir spielen vom G1 bis zum kleinen G nach unten, Wechselton ist kleines Fis und eben wieder zurück. Los geht's. 2, 3. Und das war es auch schon. Zum Abschluss nochmal Lippen schnauben und natürlich ganz wichtig ausstreichen. So, jetzt würde ich dir empfehlen, gib dir mindestens 2 Stunden Zeit, damit die Lippenmuskulatur sich erholen kann, damit ein neutrales Gefühl wieder einkehrt und dann kannst du heute Nachmittag mit einem gewissen Abstand natürlich
der Regenerationszeit, dementsprechend auch eine dritte Übeeinheit machen. Ich würde dir aber empfehlen, dass du bei der dritten Übeeinheit nicht dieses Höhentraining nochmal abrufst, sondern dass du dich um Flexibilität kümmerst. Naturtonbindungen, wenn es dir leicht fällt. Sobald du aber merkst, dass Naturtonbindungen für dich nicht die Lockerungsübungen sind, weil du ordentlich versuchst drauf zu drücken, um diesen Naturtonumbruch eben zu schaffen, dann üb das nicht. Üb Clark, üb Luftfluss, üb Crescendo, Decrescendo, immer auf den Luftfluss aufgebaut etc. pp. Da gibt es unzählige Übungen, aber denk immer dran, du hast heute schon deine Lippe stark belastet, jetzt kannst du andere Sachen üben. Eine ganz wichtige Angelegenheit und in der Nacht von einem Tag auf den nächsten wird sich alles wieder gut erholen, wenn du es vernünftig gemacht hast, mit Sinn und Verstand und nicht drauf gedrückt hast und drauf gepowert hast. Ich wünsche dir viel Erfolg und vor allem eine gute Cool-Down-Phase. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao. Euer Nico.